HR Info. Engel fragt. Mit Philipp Engel und Anne Schibou. Job, Privatleben. Kann es sein, dass das alles immer mehr wird? Familie, Homeoffice, das alles unter einen Hut zu bringen, setzt uns ganz schön unter Stress und irgendwann wird es echt zu viel. Woran merken wir, dass der Stress anfängt, für uns richtig gefährlich zu werden und wie schaffen wir es, rechtzeitig runterzukommen? Das will ich heute zusammen mit meiner Kollegin Anne Schibou rausfinden bei Engel fragt. Die Corona-Pandemie macht Angst und sorgt für Kurzarbeit, für Jobverlust, Geldsorgen. Alles zusätzlicher Stress im Alltag, der ja schon vorher für viele von uns nicht unstressig war. Da denke ich zum Beispiel sofort an berufstätige Menschen mit Kindern, so wie Denise Melches. Sie hat gerade ihre 8-Stunden-Schicht als Krankenschwester hinter sich, ist seit 4:30 Uhr auf den Beinen und jetzt beginnt ihre zweite Schicht als Mutter. Sie muss sich beeilen. Um 15 Uhr will sie ihre Jungs von Kita und Hort abholen. Ich setze schon arg unter Druck. Nicht nur den Druck von der Kita aus, den man da hat, sondern auch den eigenen Druck. Ich meine, man gibt die Kinder morgens weg und jetzt ist es nachmittags. Und wenn man da mal ganz klar die Sache sieht, sehe ich meine Kinder unter der Woche 3,5 Stunden am Tag. Gell? Und das ist schon echt wenig. Alltag für eine berufstätige Mutter. Heute ist Denise gerade noch pünktlich. Der 4-jährige Valentino erwartet sie schon. Sein Bruder, der 8-jährige Luca, hat andere Pläne. Er will noch im Hort spielen und später alleine nach Hause laufen. Er gibt seiner Mutter eine Abfuhr. Und wenn dann der eigene Sohn einen nicht mal in den Arm nimmt, obwohl man sich jetzt 8 Stunden lang nicht gesehen hat oder 9 Stunden, dann ist das echt manchmal auch ein bisschen deprimierend. Gell? Die 34-jährige geht also mit Valentino alleine nach Hause. Sie arbeitet 60%, 3 Tage die Woche voll. Ihr Mann arbeitet 100%. Er wird erst am Abend nach Hause kommen. Auch wenn der Papa jetzt so Sachen macht wie Betten oder sowas, zum Schluss bin halt doch ich diejenige, die den Rest macht. Und ich meine, ich habe dann auch Verständnis, er kommt auch nach Hause, er kommt halt später nach Hause. Und dann hat er auch seine 9, 10 Stunden gearbeitet, aber ich habe ja auch schon meine 9 oder 10 Stunden hinter mir und muss jetzt trotzdem noch die Wäsche machen und muss trotzdem die Küche in Ordnung bringen oder muss zu irgendwelchen Hobbys fahren oder zum Logopäden oder die Arzttermine erledigen oder dieses ganze Gedöns, ne? Oder auch einfach zu solchen Spieldates gehen, obwohl man manchmal überhaupt gar keine Lust hat, sich mit jemandem zu unterhalten. Also das kann auch anstrengend sein. 16 Uhr, Luca ist da. Guten Tag, der Herr. Darf ich was mit Hannes machen? Nee, wir müssen erstmal Hausaufgaben machen. Wir müssen noch das Büchsendiktat schreiben. Beide Kinder haben schon in Kita und Hort Mittag gegessen. Für Denise gibt es deshalb die Reste von gestern und danach Deutschhausaufgaben. Es war einmal eine schöne Prinzessin. Hallo? Ja, ich bin jetzt erst von der Arbeit gekommen und bin noch am Essen und wir machen praktisch parallel Hausaufgaben. So gegen 8:30, 9 bist du da heute Abend erreichbar? Zeit für andere und für sich hat die 34-Jährige erst abends. Bis dahin ist es noch ein paar Stunden. Luca hat bald Geburtstag, deshalb will Denise heute mit den Kindern Einladungskarten basteln. Die sollen möglichst perfekt werden, wie der ganze Geburtstag. Wobei Denise nervt dieser Perfektionsdruck. Dieser allgemeine Druck, ne, durch die ganzen Medien, Facebook, Instagram und das alles. Die Einladungen sehen so aus, die Babyparty ist so ausgerichtet und der Kindergeburtstag ist so ausgerichtet. Und also es ist ja bei einem Kindergeburtstag nicht mehr damit getan, dass die Kinder kommen und man macht irgendwie eine Schnitzeljagd oder sowas. Also das sind Kindergeburtstage, die in die Hunderter gehen. Ich möchte nicht Bügelperlen. An was hast du denn gedacht? Ja, Papier. Ich gehe kurz runter zur Wäsche, Ich muss aber okay? kein Ich glaube einfach, dass wir uns heutzutage viel zu viele Sachen einfach aufheizen, die unbedingt gemacht werden müssen. Und ich glaube, das macht einfach krank. Dieses immer perfekt sein wollen, immer an alles denken müssen. Mal Kann miteinander ich mal springen? runterspringen. Ja. 1, 2, 3. Oh! Es ist halt immer so dieser Zwiespalt. Auf der einen Seite hat es mich jetzt genervt, weil ich ja fertig werden wollte irgendwie. Ne? Und auf der anderen Seite ist es dann schon dieses, es sind ja nur diese paar Stunden, die man sie dann hat. Ne? Also es ist schon dieser Zwiespalt. Ich glaube, wenn ich jetzt
müde wäre oder wenn ihr jetzt irgendeine Ausnahmesituation vorhin gehabt hätten oben, dann wäre die Situation jetzt anders ausgegangen, dass ich ihn einfach runtergenommen hätte und gesagt hätte, Valentino, lass mich jetzt in Ruhe. 18:30 Uhr Zeit fürs Abendbrot. Denise ist bereits 14 Stunden auf den Beinen. Danke, liebe Mama, dass du beim Metzger warst. Warum danke? Achso, ja, danke. Ablösung für Mama. Papa kommt nach Hause. In einer knappen Stunde müssen die Kids schlafen. Hallo, mein Schatz. Hallo. Ich komme dann kurz vor 7 komme ich nach Hause, genau. Dann spielen wir ein bisschen, catchen ein bisschen, so genau sowas. Und dann, kurz vor 8 geht es auch wieder dann ins Bett. Für Denise geht der Tag auch zu Ende. Nach 16 Stunden. Ich habe gedacht, wir machen jetzt Familienkuscheln noch. Machen wir noch Familienkuscheln? Morgen muss sie wieder um 4:30 Uhr raus. Dann beginnt ein neuer Tag als berufstätige Mutter. Vollbremsung. Vom Alltagsstress geht es jetzt mit meiner Kollegin Anne in einen ruhigen Seminarraum. Jetzt bin ich hier in diesem Raum und es gibt nichts zu tun, es gibt nichts zu leisten, es geht nicht darum, gut zu sein. Wir können all diese Dinge loslassen. Anne darf heute in Bad Homburg an einem Achtsamkeitsabend teilnehmen. Achtsamkeit oder korrekter MBSR, das steht für Mindfulness-Based Stress Reduction, also achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Angeleitet werden die Teilnehmer von Achtsamkeitstrainer Stefan Machka. Dass wir in den Körper hineinspüren, dass wir ihn wirklich von innen erleben. Das funktioniert erstaunlich gut, merkt Anne, obwohl sie sowas zum ersten Mal macht. Und nun können wir dem Körper kleine Dehnübungen anbieten, eine Möglichkeit, dass der Körper Spannungen loslassen kann. Die anderen Teilnehmenden sind quasi schon Fortgeschrittene. Sie haben den 10-wöchigen MBSR-Kurs schon hinter sich und kommen jetzt einmal im Monat zu Stefan Machka zum Auffrischen. Und immer spüren, wie ist die richtige Intensität. Kein Ehrgeiz, sondern wie ist es wohltuend. Also es geht nicht darum, über den Atem nachzudenken oder ihn zu analysieren, sondern mit dem Atem zu sein. Bei dieser kleinen Meditationsübung bin ich am Anfang eigentlich ganz gut reingekommen. Aber irgendwann hat es bei mir eingesetzt, dass ich mich immer gefragt habe, mache ich es jetzt richtig? Weil es kann ja eigentlich gar nicht sein, dass ich es beim ersten Mal gleich richtig mache. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, ob ich es jetzt richtig oder falsch mache, ob das jetzt wirklich Meditieren ist oder ob ich vielleicht einfach nur die Augen zu habe und sozusagen gerade nichts mache. Es geht bei der Achtsamkeit darum, dass wir bewusst werden und dass wir uns selbst kennenlernen. Ich werde mir bewusst, was ist denn los mit mir? Was ist denn los in mir? Ne? Oder dass Sie jetzt zum Beispiel festgestellt haben, ich war ganz gut in so einer Haltung von nur beobachten und plötzlich kommt ein Gedanke. Und wenn ich in den Achtsamkeitsübungen immer mehr lerne, dass mir diese Gedanken bewusst werden, dann entdecke ich sie auch eher im Alltag. Also dass ich zum Beispiel dann irgendwo bei den E-Mails bin und dass ich dann irgendwie denke, oh, und die muss ich jetzt auch noch machen und die muss ich jetzt auch machen und hoffentlich reicht dann noch die Zeit und mal gucken, ob diese Sache auch noch irgendwie funktioniert. Und normalerweise sind wir sozusagen unbewusst da drin, weil es eine Gewohnheit ist. Und wenn wir das aber erkennen, dann habe ich einen Moment von freier Wahl. Und dann merkt man auf einmal mit so einem Gedanken, okay, ich kann wieder atmen, ich kriege wieder Luft. Also das heißt, die Achtsamkeitspraxis ist eine Bewusstwerdungspraxis. Es ist keine Entspannungstechnik, obwohl Entspannung oft automatisch passiert. Im zweiten Teil des Seminars können die Teilnehmer von ihren Erlebnissen aus den letzten 3 Wochen erzählen. Also ich könnte eine Situation berichten, in der es meiner Tochter nicht gut ging und es so irgendwie so eine kleine Krisensituation gab. Und wo ich so richtig gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht diese Fähigkeit hatte, immer wieder zu schauen, was brauche ich jetzt, um mich zu regulieren, damit ich auch besser für sie da sein kann. Also ich glaube, da wäre ich einfach sehr viel mehr in Stress geraten. Es würde mich mal interessieren, was gibt es noch so für Stresssituationen, wo Sie denken, oh, jetzt ist es schwierig? Ich bin ein emotionaler und impulsiver Mensch. Ich
bin gern wütend, ich flippe schnell aus, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Aber diese Praxis der Achtsamkeit gibt mir die Möglichkeit, das bestenfalls in dem Moment zu reflektieren. Ne? Das klappt natürlich nicht immer, ganz im Gegenteil. Aber es gibt mir die Möglichkeit, da einfach nochmal in Ruhe drauf zu gucken und es fürs nächste Mal zu lernen. Also wütend werden Sie dann trotzdem oder schaffen Sie es auch dann nicht auszuflippen? Also heute Morgen bin ich ausgeflippt, dass meine Tochter auch nach der 5. Aufforderung, sich anzuziehen, immer noch mit einem Rock um die Ecke kam und ich mich irgendwann schreien hörte und im gleichen Moment merkte, was bin ich für ein armes Würstchen, dieses Kind anzuschreien. Und das war tatsächlich ein Moment, wo es mir gelungen ist. Ich werde dann gelassener und habe auch den Mut, sofort zu sagen, okay, Julia, war blöd jetzt, echt, es tut mir super leid, wir starten neu. Also ich hatte am Anfang massive körperliche Probleme durch Stress und bin dann zum Stefan gekommen vor 4 Jahren. Und das hat dann nach echt einer relativ kurzen Zeit, ich sag mal so ein halbes Jahr, hat es gebraucht, bis dann das besser wurde. Und es waren dann auch so Sachen, dass ich massive Ohrgeräusche hatte, wenn ich nachts aufgewacht bin. Und das ist viel besser geworden. Und wie viel Disziplin hat Sie das gekostet, das dann auch so in den Alltag einbauen zu können? Weil das stelle ich mir tatsächlich ganz schön schwer vor. Man lernt jetzt hier was, hier funktioniert das vielleicht auch, aber dann ist man wieder zu Hause oder im Büro und dann geht man doch wieder in diesen alten Trott rein. Also beim MBSR-Kurs war es wirklich so, da habe ich das dann auch, weil da war ich auch noch in dieser Stresslawine, nenne ich es mal, da habe ich natürlich gedacht, ich soll abends meine Übungen machen, ich muss das machen, aber jetzt ist es so, ich merke richtig, ich brauche jetzt eine Meditation, ich habe jetzt einfach auch Lust, mich hinzusetzen, zu meditieren, weil ich weiß, danach geht es mir besser. Ich würde jetzt auch nicht den Begriff der Disziplin unbedingt nutzen, weil also so wie Stefan den Kurs hier für uns aufgezogen hat, hat das viel mit Erlaubnis zu tun und immer was Neues einzuladen. Ich habe für mich so einen Weg gefunden mit kleinen informellen Übungen im Alltag, einfach mehrfach am Tag kleine Momente zu haben, wo ich irgendetwas, was ich tue, achtsam tue. Oder wenn ich im Stau stehe, daraus eine kleine Übung zu machen. Oder wenn ich jetzt so in der Corona-Zeit, wenn ich die Hände wasche, sie achtsam zu waschen. Gibt es denn etwas, was Sie in Ihrem Leben jetzt auch wirklich verändert haben, seitdem Sie das Achtsamkeitstraining hier begonnen haben? Dieses tiefe sich zuhören und zu gucken, wie reagiert mein Körper in bestimmten Situationen, hat einfach wirklich dazu geführt, dass ich gemerkt habe, ich brauche längere Auszeiten. Und deswegen habe ich meinen Arbeitsalltag anders strukturiert, sodass ich eine längere Zeit am Stück habe, um zu regenerieren. Und das, oder auch mehr Zeiten zwischen einzelnen Arbeitsanhalten, wo ich einfach mal durchatmen kann. Nachdem die Teilnehmer gut erholt nach Hause gegangen sind, spricht Anne nochmal alleine mit Herrn Marca, denn sie hat noch ein paar Fragen. Das hat mich ziemlich überrascht, aber dieses zu mir kommen, abschalten und so hat eigentlich fürs erste Mal ganz gut funktioniert. Ich bin aber immer noch bei einem Punkt total skeptisch. Und zwar frage ich mich, wie mir das dabei helfen soll, im Alltag weniger Stress zu haben. Also gerade wenn es auch darum geht, diesen zeitlichen Stress zu haben. Im Alltag haben wir ja ganz bestimmte Situationen von außen. Also das bedeutet, dass ich beispielsweise in einer beruflichen Situation bin, in der es halt Termine gibt oder bestimmte Vorgaben für bestimmte Aufgaben und so weiter. Und dann ist eben die Frage, wie gehe ich damit um? Und kann ich dann an der einen oder anderen Stelle zu jemandem sagen, an dieser Stelle ist es mir jetzt zu viel? Und kann ich mit dem Ergebnis leben? Also kann ich damit leben, dass ein Kollege oder auch mein Chef dann ärgerlich auf mich ist? Oder meine Ehefrau, mein Ehemann? Also es ist kein Weg, der sozusagen immer nur süß und harmonisch ist. An was merke ich eigentlich, dass jetzt eine Grenze überschritten wurde und dass es mir zu viel ist? Wir haben alle unsere Schwachstellen. Und oft sagen wir so im normalen Alltag, ja, das ist meine Schwachstelle, ach wie furchtbar, ja, also dann ist da schon wieder, was weiß ich, die Blasenentzündung oder die Herzrhythmusstörung oder was auch immer. Und in der Achtsamkeitspraxis würden wir sagen, das ist die Stelle, an der der Körper uns eine Rückmeldung gibt. An der Stelle weiß ich, da bin ich sensibel. Und so lernt jeder seine eigenen Warnsignale kennen. Man kann das nicht verallgemeinern.
Würden Sie eigentlich sagen, dass unsere Gesellschaft stressiger geworden ist? Mit den sozialen Medien und überhaupt mit der Entwicklung der ganzen elektronischen Kommunikation, das sind natürlich Faktoren, mit denen ich mich total stressen kann. Klar, aber wer kann sich der modernen Kommunikation und dem Alltagsstress schon wirklich entziehen? 13 Monate lang war Carmen aus der Pfalz außer Gefecht gesetzt. Zu ihrem eigenen Schutz will sie ihren vollen Namen nicht nennen. Seit 30 Jahren arbeitet sie in einem großen Technologieunternehmen, stieg dort auf, arbeitete immer mehr. Sie wusste, dass das alles eigentlich viel zu viel ist, macht aber trotzdem immer weiter. Also ich bin dann an einem Mittwochmorgen in der Firma zusammengeklappt. Ganz extrem Schwindel, Herzrasen, Herzrhythmusstörungen, die hatte ich schon alle. Ja, und dann hat man Blutdruck gemessen und dann kam ich hier mit Verdacht auf Schlaganfall in die Klinik. Burnout. Diese Diagnose bekommen in Deutschland immer mehr Menschen. Psychische Probleme wie Burnout sind mittlerweile die zweithäufigste Ursache für Krankschreibungen. Eine Mitschuld daran sehen Gesundheitsexperten auch in der Digitalisierung. Carmen fand Hilfe in der Tagesklinik für Psychosomatik in Kaiserslautern. Hier werden Patienten mit Burnout und Depression behandelt. Chefarzt Alexander Jatzko sieht bei vielen seiner Patienten eine zunehmende Unfähigkeit abzuschalten, sich zu entspannen. Wenn wir uns jetzt die Zahlen von 2000 bis jetzt angucken, dann ist es so, dass die Arbeitsunfähigkeit aus psychischen Gründen weit übers Doppelte gestiegen ist. Das heißt, irgendwas hat sich verändert. Wenn man jetzt die unter 30-Jährigen anguckt, 70% aller unter 30-Jährigen liegen mit dem Smartphone im Bett. Das heißt, checken E-Mails, gucken nach Nachrichten. Eigentlich sollte man ruhiger werden, dass man schlafen kann, weil mit viel Gedanken kann man nicht schlafen. Wer ist betroffen? Im Prinzip jeder, sagt Alexander Jatzko. Die ganze Digitalisierung hat einmal diese Beschleunigung im Arbeitsleben gebracht, aber auch für zu Hause im Privatleben ist es so, dass wir ja nicht mehr zur Ruhe kommen, sondern dauernd chatten. Wir sind ja viel sozialer geworden, weil wir dauernd gucken, was die anderen Angehörigen machen. Aber auch durch zum Beispiel Serien, die sehr viel zugenommen haben, sind wir dauernd abgelenkter. Das heißt, wir sind nicht mehr bei uns tun Sachen für uns, sondern wir sind dauernd mit den Gedanken woanders. Und das ist etwas, was anscheinend mehr psychische Probleme macht. Schlafstörungen, Herzrasen, innere Unruhe, so geht's meistens los. Welche Alarmsignale gibt's noch? Letztendlich ist es so, wenn die unteren unbewussten Gefühlszentren irgendwann sagen, mir ist das alles zu viel und so langsam hochfahren, dann bekommen wir Symptome. Und das können alle Symptome sein, die die unteren Gefühlszentren machen können, wie Anspannung, Angstzustände, Panikattacken, Angst nur, wenn ich an die Arbeit denke oder an die Familien denke, dass ich das nicht mehr schaffe, guter Vater, guter Mutter zu sein. Angst, eine Erkrankung zu haben, dann plötzlich Schmerzen zu bekommen und. Alles, was die Gefühlszentren unten machen können, können dann bei zum Beispiel einer Burnout-Symptomatik kommen. Studien zeigen, dass Smartphones die Konzentrationsfähigkeit mindern. Was kann man dagegen tun? Abschalten, rät Alexander Jatzko. Also das heißt, nur 1 bis 2 Stunden am Tag am Smartphone sein. Versuche nachts das Handy aus dem Zimmer zu nehmen, dass wir nicht gestört werden. Versuchen beim Essen zum Beispiel, das Smartphone wegzulegen, dass ich meine Kinder wieder mitbekomme. Carmen arbeitet wieder, aber sie hat ihre Lehren gezogen. Zum Beispiel Arbeitszeit reduziert. Wenn ich so in meiner Situation jetzt zurückdenke, lerne ich jetzt oder habe ich gelernt, Situationen zu erkennen und dann auch zu reagieren. Vorher habe ich sie erkannt, intelligenzmäßig erkannt, aber ich habe nicht reagiert. Ich habe gewusst, es ist nicht gut, aber habe trotzdem weitergemacht. Erkennen und rechtzeitig die Reißleine ziehen. Privat nutzt Carmen kaum noch das Internet. Anne ist immer noch bei Herrn Machka, denn der ist nicht nur Achtsamkeitscoach, sondern auch Psychotherapeut. Und eine Sache will Anne deshalb unbedingt noch von ihm wissen. Wie ist das eigentlich mit positiven Sachen? Also der vollgepackte Kalender in der Freizeit oder vielleicht auch ein neuer Job, der mir super viel Spaß macht, wo ich mich richtig verausgabe. Kann das eigentlich auch schädlich sein oder nicht, weil mir das ja Freude macht? Ich hatte mal einen Patienten,
der in der Entwicklung arbeitete und der unglaublich begeistert war, weil er ein neues Projekt hatte und der hat über Jahre, jedes Wochenende, jeden Tag gearbeitet und jeden Tag auch mehr als 8 Stunden, eher 10 oder 12, weil er so extrem begeistert war und er fand es ein total erfülltes und tolles Leben und auch bei ihm kam aber dann ein Punkt von einer Art Zusammenbruch, ja? Obwohl alle Gefühle so positiv waren. Und es gibt Menschen, die haben einen total stressigen Job und dann wird am Abend noch das gemacht und das und noch in den Verein und schnell noch da ins Kino und. Dann ist es zwar vom Gefühl her so, ich habe einen gefühlsmäßigen Ausgleich, weil ich schöne und freudige Gefühle erlebe, aber gleichzeitig fehlt dieses Loslassen. Und sowas kann man natürlich so und so viele Monate oder Jahre machen, aber irgendwann zahle ich den Preis. Aus dem Seminar und dem Gespräch mit Stefan Machka hat Anne eine Menge mitnehmen können. Umso gespannter ist sie jetzt auf ihre nächste Verabredung. Sie trifft eine Frau, die ihre Prioritäten ganz besonders gelegt hat und gesagt hat, mir ist Zeit viel wichtiger als Geld. Die Hebamme Cornelia Meister wohnt in Nidderau im Main-Kinzig-Kreis. Sie haben 3 Kinder und ein altes Haus, was wahrscheinlich viel Arbeit macht und ja auch noch einen relativ stressigen Job mit Schichtdienst, mit voller Konzentration im Kreissaal. Da schießt wahrscheinlich auch das Adrenalin in Ihnen hoch, oder nicht nur bei den werdenden Müttern? Regelmäßig, ja, unerwartet regelmäßig, ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Und wie gehen Sie mit dem ganzen Stress um? Ich arbeite nicht so viel. Das ist meine Stressentlastung, meine Selbstfürsorge. Ich habe nur eine Teilzeitstelle in der Klinik, arbeite hier im Ort freiberuflich und auch da arbeite ich nicht so viel. Also ich habe nicht 10 Frauen oder 20 im Monat, sondern ich betreue 2 bis 3 Frauen. In der Klinik ist immer Stress, also wir sind eine große Klinik und es ist immer viel zu tun. Und das möchte ich freiberuflich mir nicht antun. Also ich möchte mir die Zeit gern nehmen, die ich brauche und vor allem natürlich die Frauen, die auch brauchen, ne? Für die Hausbesuche. Also ich mache Wochenbettbetreuung danach, wenn die aus der Klinik nach Hause kommen. Das heißt, dann dieser Part Ihres Jobs ist weniger stressig? Ich plane mir halt auch viel Zeit ein. Also angedacht ist von der Krankenkasse irgendwie 20 Minuten für so einen Hausbesuch. Das schaffe ich nicht. Das ist auch nicht mein Ziel, das zu schaffen. Wie lange brauchen Sie da? Ich plane eine Stunde ein. Das heißt, Sie werden eigentlich nur für 20 Minuten bezahlt, geben aber 40 Minuten Ihrer privaten Zeit umsonst dazu? Also es ist ja nicht definiert, wie lange wir brauchen, aber ich sag mal so, die Hochrechnung von der Krankenkasse ist ungefähr 20 Minuten, wenn man einen normalen Stundenlohn sich ausrechnet. Geld spielt für Cornelia Meister offenbar eine untergeordnete Rolle. Als es in der Klinik vor kurzem eine Gehaltserhöhung gab für alle, hat sie die kurzerhand genutzt, um ihre Arbeitszeit noch einmal zu reduzieren, von 40 auf 25%. Das heißt, die Zeit ist Ihnen mehr wert Die als Zeit ist jedes mir wichtig. Geld? Na hallo, wenn ich auf dem Sterbebett liege, da kann ich doch nicht sagen, jetzt hätte ich aber doch gern mehr Zeit, ja, und habe Kohle angehäuft. Dann ist es zu spät. Und die meisten Leute, einer von den 5 Punkten der Menschen, die auf dem Sterbebett liegen, die sagen, ich habe zu wenig Zeit mit meiner Familie verbracht und ich habe zu viel gearbeitet. Mein Opa zählte da auch dazu. Diese Entscheidung, mehr Zeit zu haben und weniger Geld, wie kam es zu dieser Entscheidung? Also der Hauptverursacher dieser Entscheidung ist eigentlich mein Mann. Der hat schon immer Teilzeit gearbeitet, der hat noch nie voll gearbeitet. Er hat halt gesagt, nö, ich brauche doch nicht ein Kind, wenn ich dann den ganzen Tag arbeiten gehe. Ich glaube, viele Eltern würden sich das natürlich wünschen, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Aber dann ist ja das Finanzielle das große Thema. Auf was müssen Sie denn dann verzichten? Also wir haben ein altes Haus, wir haben ein altes Auto, wir reparieren viel selbst was an dem Haus, also was wir denn können, ne? Also dadurch, dass wir beide relativ wenig arbeiten, haben wir auch nicht so ein extrem starkes Erholungsbedürfnis. Ich muss nicht 4-mal im Jahr in Urlaub fahren. Wir fahren auch mal in den Skiurlaub, aber ich muss jetzt nicht permanent irgendwie verreisen. Was ist für Sie Luxus? Also für mich ist Zeit Luxus. Für mich ist Luxus, dass mein Kühlschrank gefüllt ist mit den Sachen, die ich gerne möchte. Klamotten legen wir nicht viel Wert. Schuhe sind mir wichtig und unsere Kinder haben, glaube ich, alles, was sie wollen. Aber die sind auch eher bescheiden. Die wissen, als sie klein waren, habe ich dann immer umgerechnet. Wenn die gesagt haben, ich will die Schuhe für 200 €, dann habe ich gesagt, dafür muss ich 1,5 Nachtdienste arbeiten gehen und muss wirklich hart arbeiten. Ein ganzes Wochenende bin ich dann dafür weg. Und dann haben die sich gedacht,
okay, das ist es nicht wert. Wenn die Mama ein ganzes Wochenende dafür arbeiten gehen muss, dann sind die Schuhe nicht so wichtig. Da sind aber ja sehr viele Ihrer Kolleginnen schon voll im Einsatz. Ja, Können Sie das nachvollziehen, dass die sich dann diesem Stress aussetzen? Zum Teil ja, weil wenn jemand alleine lebt, dann muss er ja irgendwie für seine Miete aufkommen und dann ist das sicherlich schwieriger. Wir haben halt das abgezahlte Haus, das ist natürlich leicht zu sagen, ich komme damit gut hin. Ne? Nee, ich kann das nicht nachvollziehen, aber jeder muss halt seinen Weg wählen und für manche ist halt wichtig zu sagen, ich kann mir jederzeit alles bestellen und ich kann gucken, was ich mir kaufen will und ich kann mir 3 Paar Schuhe im Monat kaufen. Das ist halt nicht mein Anspruch, weil mich das nicht glücklich macht. Und wir haben alle viel hier in unserem Land, wir haben alle viel. Es muss hier eigentlich keiner hungern, ne? Es muss keiner frieren und ich finde, wenn man sich auf diese Sachen ein bisschen mehr besinnt, auf die eigentlichen Sachen, die das Leben ausmachen, ich glaube, da kann man mit durchaus wesentlich weniger hinkommen. Ne? Ganz Unrecht hat sie da wohl nicht. Aber es ist schon ein Privileg, das man sich erstmal leisten können muss. Wenn man wenig Geld verdient und das Geld vorne und hinten nicht reicht, kann man von solchen Lebensmodellen wahrscheinlich nur träumen. Zeit für ein kleines Schlussfazit. Ich glaube, Pausen sind wichtig. Einfach mal gar nichts tun. Zeit, die nur für uns da ist, in denen wir in Kontakt kommen mit uns selbst, wahrnehmen können, wie es uns gerade geht und was da gerade so los ist in uns. Dazu kommen wir aber immer seltener, weil immer was zu tun ist. Wenn wir aber nicht mehr mit uns in Kontakt sind, weil wir selbst in unseren Pausen durch Fernsehen, Handy oder was auch immer abgelenkt sind, dann kann es sein, dass wir eines Tages leer brennen. Burnout trifft immer mehr Menschen. Das war Engel fragt heute zu der Frage Stress, wie komme ich runter? Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek-App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch anschauen in der ARD Mediathek.